Kennt ihr das? Trockene Haut im Gesicht oder am Körper, die spannt, rau, schuppig oder gar rissig ist? Dann bleibt jetzt dran. Hallo, mein Name ist Elke und heute stelle ich euch etwas vor, was gegen trockene, schuppige und raue Hautstellen hilft. Aber Achtung, die Lotion, die wir gleich herstellen werden, ist nicht nur stark feuchtigkeitsbindend und rückfettend, sie hat auch eine Botox-ähnliche Wirkung und sollte im Gesicht nur 3 bis 4 Mal pro Woche benutzt werden. Bei Hautkrankheiten bitte zuvor Rücksprache mit dem Arzt halten. Übrigens kämpfen nicht nur Frauen gegen zu trockene Haut an, sondern auch sehr viele Männer. Also Männer, dranbleiben und bis zum Schluss mit zuhören. Einer der Hauptgründe, warum unsere Haut trocken, faltig oder rau ist, besteht darin, dass die Haut die natürliche Fett- und Feuchtigkeitsproduktion nicht mehr allein regulieren kann und dringend Hilfe von außen braucht. Da reicht es leider nicht mehr, einfach nur ein gutes Hautöl aufzutragen. Viel wirkungsvoller sind sogenannte Öl-in-Wasser-Emulsionen. Die gibt es fertig zu kaufen, kann man sich aber auch ganz leicht selbst herstellen. Und genau das werden wir jetzt gemeinsam tun. Ein ganz wichtiger Bestandteil dabei ist Harnstoff, bekannt auch unter dem Namen Urea. Er hat nämlich die seltene Fähigkeit, direkt in die Haut einzudringen und da Wasser zu speichern. Und genau das brauchen wir bei trockener Haut. Außerdem stärkt er die natürliche Hautbarriere. Harnstoff sollte in der fertigen Menge ca. 5 bis 10% ausmachen. Bei ca. 100 Milliliter Endergebnis wären das ungefähr 1,5 Teelöffel. Der synthetisch hergestellte Stoff löst sich nur im Wasser auf und darf auch nicht erhitzt werden. Also abgekochtes, erkaltetes Wasser darüber. Jetzt brauchen wir Geduld, bis sich der Harnstoff aufgelöst hat. Geduld werden wir aber sowieso brauchen, denn auch die zweite Zutat löst sich nur im Wasser auf. Hier handelt es sich um Lecithin-Granulat. Also ich benutze Granulat, gibt es aber auch in Pulverform. Lecithin wirkt feuchtigkeitsbindend und wasserspeichernd, glättend, es fördert die Aufnahme von Wirkstoffen in die Haut und reguliert, wie übrigens auch Harnstoff, die Verhornung der Haut. Obendrein macht es die Haut geschmeidig und elastisch. Hier in diesem Fall dient mir das Lecithin in erster Linie als Kaltemulgator. Das heißt, er verbindet Wasser und Öl miteinander. Um diesen jetzt einsatzfähig zu machen, müssen wir ihn wieder mit abgekochten, am besten noch warmem Wasser übergießen und eine ganze Weile stehen lassen. Es dauert etwas, bis sich die Körnchen gelöst haben. Pulver dürfte etwas schneller gehen. Ich hatte das Ganze klugerweise schon am Abend zuvor angesetzt. Und jetzt sieht mein Lecithin so aus. Okay, nicht gerade sehr appetitlich, aber ich will ihn ja auch nicht essen. Im Moment sieht er eher wie eine zähe, schleimige Masse aus. Aber das wird sich gleich ändern. Alle hier vorgestellten Rohstoffe könnt ihr recht günstig online bestellen. Den Link setze ich in die Beschreibung. Was wir jetzt brauchen, ist ein gutes, kaltgepresstes Olivenöl. Olivenöl ist ja bekannt für seine feuchtigkeitsspendenden und hautpflegenden Eigenschaften. Es reduziert die Spannungsgefühle und reichert die Haut mit den Hautvitaminen A und E an. Ein guter Teelöffel wird wohl erstmal reichen. Wer später die Mischung noch fetthaltiger braucht, kann jederzeit weiteres Öl zufügen. Ein nächstes Öl, das noch perfekter als Olivenöl wirkt, ist Leinöl. Achtet auch hier darauf, dass es unbedingt kaltgepresst sein muss. Ich weiß jetzt kein anderes Öl, das so einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat wie Leinöl. Es fördert die Kollagenproduktion, wirkt feuchtigkeitshemmend, entzündungshemmend und kann oder könnte durchaus auch bei Neurodermitis eingesetzt werden. Auch davon kommt wieder ein guter Teelöffel in unser Gemisch. Wenn wir jetzt abgekochtes,
aber schon kaltes Wasser dazugeben, wird deutlich sichtbar, welche Funktion der Lecithin als Emulgator besitzt. Mischt man Öl mit Wasser, verhalten diese sich im Prinzip wie Hund und Katze. In diesem Fall aber arbeitet das Lecithin und wir bekommen eine wunderschöne, gleichmäßige Lotion. Wasser und Öl bleiben später auch weiterhin verbunden. Ich gebe jetzt noch einen Teelöffel Glycerin dazu und ca. 2 bis 3 Prisen Salz. Beides bindet die Feuchtigkeit noch besser in der Haut. In der Zwischenzeit hat sich der Harnstoff ziemlich aufgelöst und wir geben auch ihn dazu. Wir sollten jetzt eine Gesamtmenge von ca. 80 bis 100 Milliliter zur Verfügung haben. Ohne Konservierungsstoffe wird die Emulsion höchstens 5 Tage brauchbar sein. Man kann jetzt einen Teil einfrieren oder man greift zu einem milden Konservierungsmittel, wie in diesem Fall hier Biogard. Ich entscheide mich für Biogard und gebe ca. 10 Tropfen auf 100 Milliliter. So ist das Ganze ein halbes Jahr haltbar. Und damit ist unsere reichhaltige und pflegende Öl-in-Wasser-Emulsion schon fertig. Am besten man füllt das Ganze, und zwar ohne zu kleckern, so wie ich, in braune Glasflaschen um. Natürlich wird sofort getestet. Perfekt. Die Lotion lässt sich wunderbar und leicht auf die Haut auftragen, zieht gut ein und hinterlässt einen leichten Schutzfilm auf der Haut. Alle 2 bis 3 Tage abends aufgetragen, wird sie effektiv dazu beitragen, schurfige, raue Stellen geschmeidig zu bekommen. Spannungsgefühle und Falten werden gleichzeitig dabei reduziert. Die Haut wirkt wieder glatt, frisch und rosig. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Ausprobieren.